Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Vierte Folge, zweiter Tagesausflug und heute besuchen wir auf eigene Faust die zweitgrößte Stadt Japans, Yokohama. Deswegen, let's go. Denn diese erreichen wir von unserem Hotel aus in weniger als 60 Minuten mit der Bahn. Zuckercard drauf und wir machen einen Sprung direkt in die Hafenstadt. Bis gleich. Angekommen in der Stadt mit rund 3,8 Millionen Einwohnern suchen wir uns jetzt wie jeden Tag erstmal einen schönen Frühstückssnack. Und dafür bietet sich doch so eine riesige Mall hier ziemlich gut an. Janis, wunderschönen guten Morgen. Gib mal ein Status-Update. Wie geht's dir heute? Besser? Ja, ein bisschen besser auf jeden Fall. Sehr schön. Denn ihr müsst wissen, gestern beim Tagesausflug zum Mount Fuji, da ging es Janis leider nicht so gut. Aber wenn euch generell interessiert, wie unsere ersten Tage hier in Japan waren, checkt doch gerne auch die ersten 3 Folgen aus. Okay, wir haben gelesen, dass es jetzt hier in so einer kleinen japanischen Mall oben im 4. Stock schöne Essensmöglichkeiten geben soll. Wir gönnen uns jetzt schön Pancakes. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Da sehe ich mich doch. Okay, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Sieht sehr lecker aus hier, meine Erdbeer-Pancakes. Und da drüben auch Erdbeer-Pancakes, nur anders angeordnet. Guten Appetit. Boah, guckt euch die fette Gabel an, die jetzt hier rein in meinen Mund kommt. Nach 4 Tagen Japan jetzt auch einfach das erste Mal, dass wir Bargeld in der Hand haben. Wir haben jetzt zum Beispiel 500er Coin oder ein 10er Coin, sogar ein 1 Yen Coin, was irgendwie 0,01 Euro sind. Ja. Aber die Scheine hier zum Beispiel sehen ziemlich cool aus. 1000 Yen sind 6,60 Euro, glaube ich. Aber sind auch etwas größer als unsere Scheine. Ich hätte eigentlich schon fast Lust, mir so einen 1000er Yen Schein als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Weil ich finde, das sieht ganz cool aus mit den japanischen Schriftzeichen hier und dem Macker da drauf. Boah, die Pancakes wurden auch so schnell gerade weginhaliert, deswegen sind wir jetzt gestärkt für Sightseeing-Action. Die Sehenswürdigkeiten sind hier in Yokohama auf jeden Fall nicht so verstreut wie in Tokio, sondern liegen alle in der Nähe des Hafens. Und genau dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Janis rockt heute hier das Deutschland-Trikot mit Öhrich hinten drauf. Sehr stark. Ich allerdings habe mich heute fürs Milwaukee Brewers Jersey entschieden, denn neben Sumo und Fußball ist Baseball die größte Sportart des Landes. Und mit dem Riesenrad genau vor uns beginnt hier jetzt auch das futuristische Hafenviertel Minato Mirai 21. Das Riesenrad befindet sich hier in der Yokohama Cosmo World. Ein kleiner, aber charmanter Vergnügungspark, der auch gar keinen Eintritt kostet. Wenn ihr was fahren wollt, dann müsst ihr die Sachen direkt da vor Ort bezahlen. Aber wir können hier einfach durchlatschen und uns alles mal entspannt angucken. Auf den Dienstagvormittag natürlich auch schön leer hier. Die Sonne scheint. Könnte ein richtig super Tag hier in Yokohama werden. Wer fliegt da hinten? Ironhide, glaube ich. Von Transformers, ne? Ja. Boah, aber wenn man hier über diese Brücke geht, ist das schon ein richtig cooler Anblick, ne? Also ziemlich schön. Da hinten sogar noch so eine Seilbahn. Sehen wir nachher bestimmt auch nochmal vom Dichter. Und die ersten gönnen sich hier auch die Achterbahnfahrt direkt vor dem Riesenrad. Hier seht ihr auch einmal die kleine, aber feine Map der Cosmo World. Hier das Areal direkt vor dem Riesenrad. Und dann gibt es auf der anderen Seite, wo wir eben waren, auch noch diese lange Gasse, durch die wir durchgegangen sind. Und hier auch noch so einen kleinen Kinderbereich. Das müsste, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da drüben irgendwo auf dieser kleinen Insel sein. Ist auch eine coole Achterbahn hier vor den Skyscrapern. Geht sie dann da unten in den Pool rein. Eine Wildwasserbahn haben wir hier auch. Fährt jetzt natürlich gerade keiner. Aber ja, ist schon fresh, sowas mitten in der Stadt hier zu haben. Erinnert mich ein bisschen an den Santa Monica Pier.
Auch wenn es natürlich ein bisschen anders ist, aber so rein von dem Prinzip her, vom Aufbau, dann scheint hier noch die Sonne gerade, gibt mir ungefähr den gleichen Vibe. Der Mann genießt hier auch die Sonne, schöne 20 Grad, gute Aussicht. Das ist doch eine sehr gute Idee davon, Janis. Mal eine Minute hier in die Sonne setzen. Oh, Ausblick genießen. Sonne genießen. Stark. Gute Idee da. Und da seht ihr auch einmal die ganzen Preise. Das Riesenrad zum Beispiel kostet 1000 Yen, die Achterbahn 900 Yen, die Wildwasserbahn 800 Yen. Also ja, sind doch ganz faire Preise, würde ich sagen. Ey, und wir sind auch gerade drin nochmal durch die ganzen Etagen gegangen. Und hier gibt es ja echt noch richtig viel. Also gerade für kleinere Kinder ein sehr, sehr cooler Park. Janis hat das erste Mal in 4 Tagen Bargeld. Und das wird natürlich direkt investiert, ne? Gibt's doch nicht, Mann. Was ist da los? Hä? Noch 200 jetzt reingeballert hat. Ja, werden wir hier abgezogen. Der eine ist wieder durchgeflutscht hier. Achso, na gut. Dann zweiter Versuch. Jetzt aber. Ja, okay, das geht halt auch gar nicht. Ich dachte, der hat nur 2 Greifer, das Scheißteil. Okay. Wir gehen rein. Ja. Junge, der greift nicht mal. Und vom Dach aus haben wir jetzt auch noch eine richtig schöne Skyview auf Yokohama. Boah, ist das schön. Und wie eben auf der Karte gezeigt, gehört die kleine Insel da auch zur Cosmo World. Da waren wir vorhin schon in der Straße und dann kann man hier über die Brücke noch gehen zum zweiten Teil, wo sich dann halt das Riesenrad, die Achterbahn, die Wildwasserbahn und alles andere befindet. Also der kleine kostenlose Vergnügungspark hier hinter uns kriegt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Also da haben wir eine und direkt vor uns hier auch eine. Die laufen einfach mit einem Sonnenschirm rum. Hast du das in Deutschland schon mal gesehen? Nee. Sonnenschirm ist verrückt. Apropos verrückt, gibt es hier in Yokohama einfach ein Cup Noodles Museum. Also diese kleinen viereckigen Kastenautos, die bringen mich echt durchgehend zum Lachen hier in Japan. Janis hat hier gerade 8 verschiedene Sorten KitKat gespottet. Welchen würdest du dir am ehesten kaufen? Den hier auf jeden Fall nicht. Sandwich Flavor. Völlig wild. Aber Wasabi auch auf gar keinen Fall. Also bei dem Laden hier hat sich gerade auch schon wieder eine unnormale Schlange gebildet. Kann sein, dass das so ein TikTok-Hype-Spot ist. Hier kam auch gerade das Schild, einfach 20 Minuten Wartezeit, um sich dann so ein Cookie da in so einer lustigen Form zu holen. Nee, sind gar keine Cookies, das sind Pancakes, glaube ich, gefüllte Pancakes. Und dann könnt ihr hier vor so einer riesigen Glasscheibe beobachten, wie die Pancakes frisch fertig gemacht werden. Vielleicht habt ihr euch ja auch schon gefragt, wann der Moment gekommen ist und ich euch die Zukunftstoiletten in Japan zeige. Jetzt ist es soweit. Schaut euch das an, was man hier alles machen kann, und ich habe meine Augen nicht getraut. Es gibt hier so viele Knöpfe. Also erstmal das Ding Sitzheizung, also das ist auch geisteskrank. Dann kannst du dir deinen Arsch abspülen lassen. Du kannst hier über einen Knopf einrichten, dass du Privatsphäre haben willst. Dann spielt er hier in diesem kleinen Raum einfach Musik ab. Du kannst hier Fernsehen gucken, weil du deinen eigenen Bildschirm hast. Also der macht eigentlich alles für dich. Sogar hinterher föhnen und so ein Bums. Wenn man eine kranke Erfahrung haben will, der kommt nach Japan und geht aufs Klo. Und ja, ich bin gerade so mit einem Selfie-Stick auf die Toilette gegangen, um das für euch zu filmen. Und weiter geht es zum Akarenga Soko. Und wie ihr vermutlich hören könnt, es ist ganz schön windig hier in Hafennähe. Und hier stehen wir dann auch schon vorm Akarenga Soko, oder wie es auf Englisch heißt, Red Brick Warehouse, ein berühmtes historisches Wahrzeichen hier in Yokohama. Oder auf Deutsch gesagt, ein rotes Backsteingebäude, in dessen Inneren sich ganz viele Shops befinden. Und direkt vor dem roten Backsteingebäude haben wir hier auch noch so einen kleinen Flower Garden, der gut besucht ist. Ja gut, also ich muss sagen, den Halt hier fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber wir gehen weiter. Nächster Halt, Onsobashi Pier, denn wir sind jetzt hier direkt am Wasser, am Hafen. Und neben Anglern hat man hier natürlich auch ein fettes Kreuzfahrtschiff, das im Hafen von Yokohama angelegt hat. Auch wenn wir erst seit 4 Tagen in Japan sind, habe ich mich einfach schon in dieses Land verliebt. Es ist alles auch immer sehr gut ausgeschildert. Osanbashi Pier, da wollen wir jetzt hin. Das gibt mir so japanische Vibes. Guckt euch sie da unten an. Ist das schön mit Stäbchen ihr Sushi in der Mittagspause. Nur noch die Straße hier runter, dann kommt da vorne auch gleich schon der Pier, der zeitgleich der International Terminal ist für Passagiere, die hier mit dem Kreuzfahrtschiff anlegen. Der ganze Pier sieht hier auch richtig edel, modern und neu aus. Also keine Ahnung, wann der
gebaut wurde, ist hier auf jeden Fall komplett aus Holz. Und ich habe gelesen, dass man vom Dach des Piers jetzt eine gewaltige Aussicht auf Yokohama haben soll. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal zusammen an. In 3, 2, 1. Spaß beiseite, denn mit der Aussicht, die sich Ulrich mit der 8 hier jetzt gerade gönnt, kann man dann schon ein bisschen besser arbeiten. Außerdem hat man einen Blick auf die Yokohama Bay Bridge direkt vor uns. Boah, also die Sonne knallt jetzt schon richtig doll. Wir brauchen einen ganz schnellen Snack von 7-Eleven und dann machen wir uns auf den Weg erkunden. Das größte Chinatown-Viertel in ganz Asien. And here we go again. Auf Ernst, ich glaube, das ist mein Lieblings-7-Eleven-Einkauf. Prost. Erwartungen sind jetzt schon ein bisschen höher als in anderen Städten, denn es ist wirklich eins der größten Chinatown-Viertel auf der ganzen Welt. So, Chinatown, Baby, wir gehen rein! Und ihr könnt es sehen, wir haben Chinatown noch nicht mal richtig betreten und Jannis gönnt sich hier direkt den ersten Snack. Und zwar gibt es hier so einen schönen Bauknödel. Welchen hast du hier ausgesucht? Den hier. Mit Schwein und Kohl. Und von wem hast du das? Grüße gehen raus an AJ aus der Grundschule, weiß ich noch ganz genau. So. Immer Bau dabei gehabt in der Pause. Dann zeig mal her da, dein Wunderknödel. Ist der heiß? Nee, von außen nicht. Von außen nicht. Und erster Bissen, schmeckt? Ja, schmeckt gut. So, hier. Wie sieht das von drin aus? Oh, sieht lecker aus. Ich habe auf jeden Fall auch schon Bock auf einen Snack, aber ich gehe jetzt erstmal durch die erste Gasse und gucke, was mir alles Schönes angeboten wird. Die Frage ist dann nur direkt wieder, welche Gasse nehmen wir zuerst? Links oder rechts? Die sieht ein bisschen voller aus, deswegen gehen wir jetzt da lang. Und an jeder Ecke gibt es hier dann wieder so geile Abzweigungen, wo es in eine neue lange Gasse reingeht. Ja, okay. Ich verstehe langsam, warum jeder dieses Chinatown hier feiert in Yokohama. Ist auf jeden Fall deutlich schöner und auch deutlich größer als die ich bisher kenne in New York oder so. Also hier ist schon richtig groß, richtig schick, richtig farblich. Also ja, bockt auf jeden Fall hier durchzugehen. Lecker Ente hier. Was sagst du? Himmel für Papa? Papa, wer ist der Himmel hier? Schön Ente. Schön Ente. Kili hat sich hier auch was ganz Wildes gezogen. Junge, einfach völlig random habe ich so ein Bild, so ein Plakat draußen gesehen. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Aber habe ich einfach mal bestellt. Sah ganz geil aus. Probieren wir mal. Aber es ist brutal heiß. Brutal heiß. Kann ich noch nicht probieren. Ich habe wirklich immer noch keine Ahnung, was das ist. Aber es ist brutal lecker. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Zeig nochmal. So was Schönes. Ich dachte erst, das ist vegetarisch. Ist aber auf gar keinen Fall vegetarisch. Ich finde, sieht ein bisschen aus wie Quiche oder so. Sieht aus wie Quiche. Aber ist auf jeden Fall mit Fleisch oder mit Fisch. Kann ich mal sagen, ob Fleisch oder Fisch, ganz komisch. Ich hab's rausgefunden. Könnt ihr es sehen? Ist mit Scampis drin. Deswegen auch so lecker. Lecker Scampi. Boah, diese 3 Scampi-Dinger waren aber mal richtig lecker. Chinatown ist wirklich jetzt auch der allererste Ort, seit wir in Japan sind, wo man nicht mit Kreditkarte zahlen kann. Aber hier wird wieder richtig Schwarzgeld gemacht. Wir gehen bestimmt seit 20 Minuten hier durch und links und rechts sind überall nur Restaurants. Ich dachte, hier sind auch irgendwelche anderen Läden, aber gefühlt kann man hier einfach nur essen. Ah, man muss nur einmal meckern. Erster Souvenirladen. Hole ich mir jetzt kurz einen Magnet für zu Hause. Und da haben wir doch den nächsten Magneten für die Sammlung. Und mit diesem geilen Anblick verlassen wir jetzt Chinatown und machen uns in Richtung Bar. Bei der Hälfte der Sachen, die ich mir hier im 7-Eleven immer kaufe, weiß ich wirklich nicht, ob ich sie überhaupt mag. Aber ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man ein neues Land bereist. Hier gibt es das gleiche Bild wie jeden Tag. Ching Sandwich. So, Kili, zurück in Tokio. Was ist dein Fazit? Zu Yokohama muss ich sagen, war ja gar nicht so richtig auf unserer Liste. Haben wir irgendwie auch nicht besonders geplant, sind da ohne Erwartung hin. Und dafür war es wirklich richtig schön dort. Also die Stadt hat mich sehr überrascht und kann ich nur weiterempfehlen. Also wir waren so schnell da von Tokio aus, lohnt sich auf jeden Fall für einen Tagesausflug. Wir gehen jetzt uns auf dem Hotel kurz frisch machen und dann würde ich sagen, schön Abendessen. Safe. Und hier auch richtig geil, die Bäume schon wieder, diese Kirschblütenbäume. Alles voll. Dazu noch so eine schöne Kanalfahrt hier entlang des Flusses, wo überall die Kirschblüten blühen. Ist schon was Schönes. Meine Fazits sind auch wirklich immer so bodenlos, ne? Es tut mir leid. Ich denke ja, okay, ihr kriegt die Eindrücke durch die Videos, aber dann will ich irgendwie trotzdem noch so 1, 2 Wörter hinterher sagen, wie ich persönlich das so fand, aber ja, Mann der großen Worte bin ich irgendwie nicht. Trotzdem, Yokohama, sehr, sehr gut, kann man weiterempfehlen.
Wie versprochen nehmen wir euch jetzt noch kurz mit zum Abendessen und das ist der Laden. Wir sitzen jetzt hier direkt vor unserem eigenen kleinen Grill. Janis gönnt sich schon mal die Karte hier, muss über einen QR-Code einscannen. Ihr könnt es sehen, ein bisschen leer. Und dann wird hier gleich direkt vor unserer Nase gekocht. Junge, wir hatten hier gerade so Krach zu bestellen, ne? Also die können kein Englisch und wir kannten die Sachen auf Japanisch, ne? Sind wir mal gespannt, was jetzt gleich ankommt, oder? Ja. Chefkoch mit Schürze oder was? Gehört dazu. Sieht man fast gar nicht bei deinem Hemd. Wir haben hier jetzt so ein wunderschönes Fleisch bekommen. Keine Ahnung, was das für ein Fleisch ist. Und Janis zaubert hier schon mal das erste Probierstück fertig. Dann natürlich noch eine ordentliche Portion Reis dazu. Und die zweite Runde Fleisch ist auch da. Aber auch hier können wir euch nicht sagen, was für Fleisch das eigentlich ist. Aber bisher schmeckt ziemlich gut, Janis, oder? Ja. Also, egal was wir da bestellt haben, es schmeckt sehr, sehr gut. Und ja, ihr seht richtig, bei mir steckt ein Löffel drin. Ich bin nach 4 Tagen Japan immer noch zu blöd mit Stäbchen zu essen. So, wir hoffen, euch hat der kurze Einblick in die japanische Küche gefallen. Janis, dein Fazit? Ja, wie du eben schon gesagt hast, wie bei den Pancakes heute Morgen. Echt lecker gewesen, also richtig lecker. Aber halt viel zu wenig und dafür ein bisschen teuer dann. Aber Für japanische Verhältnisse dann eher wieder teuer, ne? Was haben wir jetzt gezahlt? 16 Euro? 16 €, das war halt echt nicht viel, ne? Ja. Man hat's gesehen. Aber für den Geschmack, also Das war echt lecker, ja. in Deutschland 16 Euro wäre für den Geschmack völlig in Ordnung gewesen. Deswegen, aber wir sind hier ein bisschen verwöhnt schon, ne, von den Preisen. Auf jeden Fall. Und mit einem Late-Night-Snack von 7-Eleven würde ich Folge 4 an dieser Stelle beenden. Ich hoffe natürlich, ihr habt immer noch Spaß mit unserem Japan-Content. Wir haben hier eine richtig geile Zeit. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, um auch Folge 5 nicht zu verpassen. Für jeden, dem Hogwarts nicht nur ein Begriff ist, wird das eine ganz besondere Folge. In diesem Sinne sage ich Arigato, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.